Hallo zusammen! Seht euch diese beiden Schönheiten an. Heute packen wir sie gemeinsam aus und richten sie ein. Zuerst das Z Fold 2. Weg mit dem Note 20 Ultra. Hier haben wir die schöne Verpackung in schwarz gehalten mit einem großen Z drauf. Gehen wir um die Verpackung rum. Wir sehen, es ist die schwarze Farbe Mystic Black mit 256 GB internen Speicher. Wir haben ein Siegel und ansonsten nichts weiter. Weder auf der Oberseite noch auf der Rückseite. Das Siegel werden wir gleich mit Hilfe meines Taschenmessers durchschneiden. Zack! Wir schieben die Verpackung aus der Umverpackung und sind gespannt, was uns erwartet. Weg mit der Umverpackung. Wir sehen die Form eines Schmetterlings und öffnen die Box. Hoppla! Es begrüßt uns direkt ein Schriftzug mit Change the Shape of the Future. Erlebe die Form der Zukunft mit dem Galaxy Z Fold 2 5G. Auf der Rückseite steht nichts. Beiseite damit. Eine weitere kleine Box mit Samsung-Schriftzug drauf. Da ist höchstwahrscheinlich der ganze Papierkram drinnen, sowie das SIM Eject Tool. Ja, jetzt tue ich mich ein bisschen schwer. Ja, von unten. Genau. Die ganzen Booklets sowie das SIM Eject Tool. Wie angenommen. Nichts Neues. Selbst beim Galaxy Z Fold 2 nicht. Ja, wir haben eine Kurzanleitung, einen Quick Start Guide, die Warranty Card, den Regional Log Guide und das war's. Keinerlei Sticker. Oh, da begrüßt uns das Telefon, oder soll ich Tablet sagen, schon in seiner vollen Pracht. Ich muss sagen, es wiegt ganz schön schwer. Oh, das hat definitiv ein Gewicht. Oh, es wiegt ganz schön viel, muss ich sagen. Legen wir auch kurz beiseite. Und dann kommen wir erneut zu einem Papiertrenner. Nennt sich Galaxy Z Premium Service. Rückseite ist leer. Und wir sind endlich auf der untersten Ebene angekommen. AKG kabelgebundene Kopfhörer, Ladekabel sowie Ladenetzteil. Immerhin gibt es ein Netzteil mit drin. So, wir gucken uns das Galaxy Z Fold 2 an. Mein lieber Mann. Man hält einfach ein Stück Zukunft in der Hand. Es ist schon klasse. Ziemlich klasse. Kaum fassbar. Ist wirklich unfassbar. Und jetzt kommt der Moment. Die Folie kommt ab. Sie geht rum. Wow. So schön sauber wird es nie wieder sein. Und ich traue mich schon gar nicht, das Gerät zusammenzufalten. Und ihr seht schon die Fingerabdrücke. Sie werden praktisch magisch angezogen. So, der Moment. Das erste Mal zuklappen. Ganz vorsichtig. Das war's.
Ihr seht schon, die Fingerabdrücke werden immer mehr. Wir kommen zur Einrichtung des Galaxy Z Fold 2s. Deshalb drücken wir den Einschaltknopf und da haben wir es. Es erscheint Samsung Galaxy Z Fold 2 5G, powered by Android. Gleich geht's los. So, jetzt haben wir den Samsung-Schriftzug. Und wir kriegen die Meldung, Android wird gestartet. Los geht's. Na dann mal los. Wir schieben den Pfeil nach rechts. Wir klicken auf den Pfeil und kriegen ein Fenster Anzeigen einiger Vorabinformationen. So, nun können wir unser WLAN wählen. Wir überspringen diesen Part. Apps und Daten kopieren wollen wir jetzt auch nicht. Wir machen einen Schnelldurchlauf. Standort verwenden? Ja gerne. Aber die WLAN-Suche, das schalten wir aus. Nutzungs- und Diagnosedaten schalten wir ebenfalls aus. Schutz Ihres Telefons. Wisst ihr was? Warum wechseln wir nicht auf das große Display? Also, Schutz Ihres Telefons, das überspringen wir. Bitte warten, anmelden an Ihrem Samsung-Account. Das überspringen wir ebenfalls. Alles erledigt, das ging wirklich schnell. Ach ja, bevor Sie beginnen. Hier haben wir einige wichtige und nützliche Tipps und worauf man unbedingt zu achten hat. Bitte pausiert an dieser Stelle das Video und lest euch das in aller Ruhe durch. Fertig, das war's. Wir landen auf dem Homescreen. Lasst uns in den App Drawer gehen und schauen, was es an Bloatware gibt. Ach ja, da haben wir einen Microsoft-Ordner, Outlook, die App kann man deinstallieren. LinkedIn, ebenfalls deinstallierbar. OneDrive, ach ja, kann man nur deaktivieren. Office, auch deinstallieren, das ist gut. Kommen wir zur Datenkrake Facebook. Ja, super, die ist deinstallierbar, endlich. Ich glaube, das ist das erste Jahr, in dem Samsung uns erlaubt, diese Facebook-App zu deinstallieren und nicht nur zu deaktivieren. Spotify, ebenfalls deinstallierbar. Super, es wird immer besser. Gut, und ansonsten sehe ich keine weitere Bloatware. Es hält sich wirklich in Grenzen dieses Jahr. Da muss ich Samsung wirklich loben, es gefällt mir. Klasse. Gehen wir in die Einstellungen und gucken uns an, wie viel freien Speicher zur Verfügung steht. Da haben wir es. Es sind 35,4 GB belegt, sodass uns 220,6 GB zur Verfügung stehen.
Das ist ein guter Wert. Lasst uns das Gerät noch einmal zuklappen. Das war's von diesem Video. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. So, und zum Schluss noch ein kurzer Größenvergleich zwischen dem Galaxy Z Fold 2 und dem Galaxy Note 20 Ultra. Ihr seht es, das Z Fold 2 ist ein bisschen schmaler und fast genauso hoch. Über die Dicke brauchen wir gar nicht erst zu sprechen. Da gewinnt das Galaxy Z Fold 2 leider. Es ist sehr dick. Im zugeklappten Zustand, versteht sich. So, noch ein Vergleich der Rückseiten. Da haben wir das matte Glas gegen das ultra glänzende schwarze Glas. Und ihr seht den Vergleich hier. Das schwarze Gerät ist ein Fingerabdrucksammler.